Hallo zu dieser Präsentation, welche den folgenden Inhalt behandelt. Das sind die Fahrzeugklassen des Kraftfahrtbundesamts, der Vergleich der verschiedenen Fahrzeugklassen sowie auch die Definition dieser Fahrzeugklassen. Solltet ihr Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Und dann würde ich sagen, wir legen auch gleich schon los. Ich habe mich auf folgende Quellen bezogen. Das ist zum einen die Seite des Kraftfahrtbundesamts, zum anderen auch der entsprechende Wikipedia-Artikel dazu. Hier empfehle ich auch einfach nochmal für weiterführende Informationen diese Internetseiten links auch mal zu besuchen. Das Kraftfahrtbundesamt erfasst also in einer Datenbank alle in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge sowie die dazugehörigen Halter, aber auch alle weiteren relevanten Informationen, die von Aussage sind. Die Informationen kommen grundsätzlich von verschiedenen Behörden, auch von Versicherungen, von der Zulassungsstelle, die ja auch eine Behörde ist, und diese Informationen sind dann zum Beispiel bei einem Versicherungswechsel interessant oder auch Verkauf eines Fahrzeugs, sowie wenn sich die Verhältnisse des Halters ändern, aber auch ein Diebstahl oder fehlender Versicherungsschutz gehören dazu. Diese Datenbank nennt man das zentrale Fahrzeugregister, abgekürzt ZFZR, und dieses wird entsprechend von dem KBA seit 1999 geführt. Das Kraftfahrtbundesamt hat nicht nur diese Aufgabe, das hat sehr vielfältige Aufgaben. Zum einen auch die Typprüfung und Genehmigung von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen. Manchmal sind sie auch in Rückrufaktionen beteiligt. Normalerweise kommt das von den Automobilherstellern, aber in besonderen Fällen, wie zum Beispiel während des Abgasskandals, kamen die Informationen für die Fahrzeughalter von dem Kraftfahrtbundesamt. Zurück zu dieser Datenbank. Die Datenbank ermöglicht also eine Statistik zum Pkw-Fahrzeugbestand in Deutschland. Warum wird das jetzt gemacht? Naja, zum einen ist das KBA eine Überwachungsbehörde, zum anderen stellt es diese Statistiken aber auch den Automobilherstellern zur Verfügung, weil die daraus zum Beispiel Image-Analysen erstellen können, die dann den Automarken oder auch den Haltern zugeordnet werden können. Das Ganze passiert dann mit einer Reihe von Merkmalen, ja, also über 30 Merkmale, wie zum Beispiel Alter, Haltereigenschaften oder regionale Zuordnung, stecken da drinne, und entsprechend können daraus dann diese Image-Analysen oder Statistiken erstellt werden. Ihr könnt jetzt mal auf die Internetseite gehen und mal schauen, ob ihr herausfindet, wie viele PKWs denn aktuell in Deutschland zugelassen sind. Macht jetzt mal eine Pause, geht mal auf die Seite und schaut mal, ob ihr es findet. Das sind also 47.715.977 Millionen PKWs mit Stand 1. Januar 2020. Man kann also sagen, dass fast jeder zweite Bundesbürger oder Bundesbürgerin ein PKW zugelassen hat. Um jetzt eine bessere statistische Vergleichbarkeit zu gewährleisten, hat das KBA die PKWs in sogenannte Segmente eingeteilt. Im allgemeinen Sprachgebrauch spricht man aber eher von Fahrzeugklassen, deswegen würde ich diesen Begriff hier auch so weiter fortführen. Die Einteilung dieser Fahrzeugklassen erfolgt anhand optischer, technischer und auch marktorientierter Merkmale. Natürlich alles in Abstimmung mit dem Verband der Automobilindustrie bzw. auch dem Verband der Importeure von Kraftfahrzeugen. Das sind folgende Fahrzeugklassen. Zum einen sind das die Minis, die Kleinwagen, die Kompaktklasse, die Mittelklasse, die obere Mittelklasse, die Oberklasse, SUVs, Geländewagen, Sportwagen, Minivans, Großraumvans, Utilities und die Wohnmobile. Hier seht ihr auch nochmal einen Überblick, welche Fahrzeuge sich welcher Kategorie zuordnen lassen. Also wenn wir das jetzt mal am Beispiel der Marke Opel tun, dann sehen wir, dass der Opel Adam quasi ein Mini ist, der Opel Corsa wäre ein Kleinwagen, der Opel Astra eine Kompaktklasse,
Der Opel Insignia würde in der Mittelklasse verankert sein und ein etwas älteres Modell, der Opel Omega, entsprechend in der oberen Mittelklasse, und dann würde es auch schon aufhören. Es ist auch generell schwierig, immer alle PKWs mit eindeutigen Informationen zu definieren, so dass die Einteilung oder die Zuteilung in diesen Fahrzeugklassen auch nicht immer ganz eindeutig ist. Insbesondere ab den SUVs, also diesen hier, kommt es oft zu einer Diskussion, in welcher Fahrzeugklasse ein Fahrzeug eingeordnet ist. Auf europäischer Ebene sieht das nochmal anders aus. Das heißt, hier wurde noch eine Fahrzeugklasse gestrichen und eine neue eingeführt. Als Vergleich sieht man jetzt hier, dass die Minis zu den Kleinstwagen geworden sind. Die Kleinwagen sind gleich geblieben. Die Kompaktklasse wurde rausgestrichen und zur Mittelklasse. Dann wurde die Mittelklasse zur oberen Mittelklasse, die obere Mittelklasse zur Oberklasse, und die Oberklasse ist jetzt auf europäischer Ebene gemäß der Europäischen Kommission eine Luxusklasse. Kommen wir zu den Abgrenzungskriterien. Es gibt hier keine allgemeingültige Formel, ich habe es bereits angesprochen, die es ermöglicht, eine Einteilung von Fahrzeugmodellen in Fahrzeugklassen verbindlich vorzunehmen. Und diese Problematik führt auch immer wieder dazu, dass einzelne Modelle umgruppiert werden bzw. in neue Fahrzeugklassen aufgeteilt werden. Schauen wir uns mal an, wie die Abgrenzungskriterien aussehen. Das ist zum einen die Größe. Die wird bestimmt durch die Länge und Höhe, also man kann sagen, die Länge von Stoßstange zu Stoßstange für die Höhe vom Radaufstandspunkt bis zum höchsten Punkt des Fahrzeuges. Dann gibt es das Gewicht, das zulässige Gesamtgewicht ist, das heißt zum einen das Leergewicht plus die maximale Zuladung. Es gibt die Motorisierung, die ist an den Hubraum gekoppelt. Da kennt ihr sicherlich Begriffe wie 1,2 Liter Hubraum oder 3 Liter Hubraum für sehr stark motorisierte Fahrzeuge. Ein weiteres Abgrenzungskriterium ist die Leistung, gekoppelt an die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges, also was in dem Fahrzeugschein eingetragen ist. Der Gepäckraum, sprich gekoppelt wiederum an die Zuladung, das heißt das Gewicht, was mitgeführt werden darf, inklusive Fahrer und auch allen Flüssigkeiten, die im Fahrzeug sind. Dann gibt es noch die Sitzplätze, die entsprechend an die Anzahl gekoppelt sind, also ich sage mal typischerweise 2 bis 6, 7 Sitze. Es gibt die sogenannte Sitzhöhe, ja, also die wäre dann gemessen vorne am Fahrzeuginnenraum, Boden bis zur oberen Sitzkante. Es gibt den Allrad, das heißt hier die Anzahl der angetriebenen Achsen. Auch wichtig wäre hier zu nennen dann noch die Heckform, bei der es ja sehr viele verschiedene Varianten gibt. Man spricht hier ja oft von Stufenheck, Steilheck, Schrägheck etc. Das wären also typische Varianten für Heckformen. Dann gibt es noch die Fahrzeugklasse. Bei Wohnmobilen ist das wichtig, weil nicht alle Wohnmobile auf den gleichen Fahrzeugklassen aufbauen, sondern es gibt ja hier zum Beispiel auch einen Transporter aus dem VW-Segment, der ein Wohnmobil sein kann. Es gibt aber auch sehr viel größere Fahrzeugklassen, die auch Wohnmobile sein können. Ja, und zu guter Letzt natürlich noch der Grundpreis, der bestimmt auch noch die weiteren Kriterien. Insgesamt kann man sagen, dass es bei den ersten 6 Segmenten, ja, also bis zu den SUVs, das relativ leicht ist einzuordnen, weil das reine Größenklassen sind. Und ab den SUVs kommt es zu Diskussionen, ich habe es ja schon erwähnt. Und auch hier kommen immer wieder Nischenfahrzeuge dazu, die für einen bestimmten Zweck auf den Markt gebracht werden, und die machen es schwierig, wirklich definitiv in gewisse Fahrzeugklassen eingeordnet werden zu können.
Um es noch komplizierter zu machen, findet noch eine weitere, eine ergänzende Einteilung statt. Das heißt, euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass jetzt einige bekannte Bezeichnungen wie zum Beispiel Limousine, Cabrio, der Roadster oder der Coupé, das Coupé heißt es natürlich, nicht genannt wurden. Diese weitere Einteilung findet nochmal statt in der sogenannten Systematik der Straßenfahrzeuge, welche in der DIN-Norm 70010 verankert ist und dient im Wesentlichen dazu, nochmal den Verwendungszweck zu unterscheiden. Wenn euch das interessiert, wie der Verwendungszweck dieser Fahrzeuge aussieht, beziehungsweise wie man diesen am besten darstellen kann, dann schaut euch das nachfolgende Video auch noch an. Da werde ich auch insbesondere nochmal auf die Form und Funktion der einzelnen Einteilungen und Fahrzeugklassen eingehen. Wie bereits gesagt, solltet ihr Fragen, Anregungen oder Kritik haben, dann freue ich mich, wenn ihr dieses in die Kommentare schreibt.